Name ist Simone Ruel-Baques. Ich bin Gesamtprojektleiter im Bereich Plants und ich arbeite seit 27 Jahren bei Krones. Ich komme aus Brasilien. Da meine brasilianische Wurzeln sind, ich betreue besonders die südamerikanischen und die brasilianischen Kunden. Auch ein großes Projekt, die wir gemacht haben oder die wir installiert haben in die letzte Zeit. Und das war Petrópolis. Petrópolis ist die größte private Brauerei Brasiliens. Die haben 7 Produktionsstandorte. 3 von denen sind das komplette Krones Greenfield-Projekt und die letzte war Petrópolis Uberaba. Uberaba liegt in Mitte Brasilien, 500 Kilometer von São Paulo. Grupo Petrópolis ist eine langjährige Partner von Krones, eine Partnerschaft von über 21 Jahren. Und eine Besonderheit im Produktportfolio von Petrópolis ist, dass die haben auch eine Partnerschaft mit dem Bischofshof und sie brauen nach deutsche Reinheitsgebot Kloster Weltenburg in Brasilien. Wir haben in der letzten Zeit ein großes Projekt zusammen gemacht. Ein Auftragsvolumen von 140 Millionen Euro. 11,4 Millionen Hektoliter Bier jährlich. Unser Lieferumfang war 5 Hochleistungsabfüllanlagen, 3 Dosenlinien und 2 Glaslinien für Mehrweg und One-Way. Dass man da eine Vorstellung hat, es wird in diesem Standort pro Minute 6.000 Dosen und 2.000 Flaschen über unsere Anlagen gefahren. Im Prozessbereich haben wir ein Südhaus mit 2 Südlinien, ein kompletter Keller, 2 Filtrationen, 43 Tanks, die on-site gebaut sind. Also Tanks in Einzelstück, Bleche, die wir nach Brasilien geschifft haben und zusammengebaut haben. 43 Tanks, die vor Ort gebaut sind. Dass man eine Vorstellung hat, in so einen Tank passen 7.200 Hektoliter Bier oder 720.000 Maß. Die Gesamtlaufzeit war vom LOI bis zum letzten Handover von der letzten Dosenlinien waren 3 Jahre. Die Logistik dieses Projekts war eine Herausforderung. Wir haben 45 Verschiffungen, ca. 50 Luftfracht, 900 Container, 80 Breakbooks, von Hamburg nach Santos verschifft. Dann 500 Kilometer von Santos nach Uberaba mit ca. 1000 LKWs. Also das war wirklich eine Herausforderung. Bei der Installation, die Herausforderungen waren nicht kleiner. Wir haben in der Spitzenzeit 450 Personen, die für Krones gearbeitet haben. Bei 60% der Installation kommt eine unerwartete Situation. Es bricht Corona aus. Im März 2020 sind dann unsere deutschen Supervisor von der Baustelle abgezogen. Trotzdem, wir als Team entscheiden, dass wir machen weiter mit der Installation. Damals, wir alle haben gedacht, dass Corona wird schnell vorbei sein und in kurzer Zeit kommen wir wieder auf der Baustelle. Wir werden dann wieder da sein. 16 Wochen später, genau zu sein, am 28. Juni, dürfen die ersten Supervisor peu à peu zurück nach Brasilien fliegen. Ich bin selber dann am Ende Juli nach Brasilien zur Baustelle geflogen, weil ich wollte das auch alles begleiten. Nach 7 Wochen Ankunft von unserem Supervisor ist die Brauerei hochgefahren und der erste Sud gebraut.
2 Wochen später dann die erste Dose. Also das war unglaublich, alles, was wir da geleistet haben. Ein Projekt dieser Dimensionen, komplett durch die Corona-Zeit, in Timeline, erfolgreich, kann nur realisiert werden bei einem perfekt eingespieltes Team. Beginnen vom Krones Steinecker Vertrieb, Logistik, Engineering, Purchasing, Service, sehr wichtige Krones do Brasil, unsere Niederlassung, und ein Kunde, der uns als Partner sieht. Das kann nur mir, Krones. Meu nome é Diego Gomes e eu sou o diretor industrial e mestre cervejeiro do Grupo Petrópolis. Mas na escolha do parceiro certo como a Krones, esses desafios passam a ser pequenos. A Krones é quase que uma irmã de jornada do Grupo Petrópolis. Algo muito importante na Krones é que a Krones hoje ela oferece a solução completa. Então, desde a nossa parte de tecnologia de processo até o produto envasado, está na mão de uma solução só. Isso faz com que a gente tenha muito mais engajamento, que tenha muito mais sinergia e ganhe muito mais velocidade e dinamismo na execução dos nossos processos, contudo na escolha da Krones como nosso parceiro. Então, a Krones para mim é uma empresa que cuida dos seus colaboradores, que não se pergunta ou não teme em relação à sua ousadia de inovação. Ela está cada vez mais buscando inovação e buscando transformação dentro do seu negócio, que cumpre com o que fala, que tenta atender a gente de forma imparcial, sempre colocando o negócio em primeiro lugar, com velocidade e de forma muito particular, que é a forma que se os nossos problemas fossem problemas deles. Nos momentos de dificuldade é quem a gente percebe quem está do nosso lado. E a Krones é um desses nossos parceiros, sempre reinventando com a gente mecanismos que possam atender desde a forma de pagamento até soluções de tecnologia, para que a gente continue crescendo cada vez mais e trazendo divisa e desenvolvendo gente, que é o grande legado nosso na nossa área.